Herr Dr. Wiechers, der Krieg in der Ukraine belastet auch den Maschinen- und Anlagenbau. Der VDMA hat dazu eine Blitzumfrage unter seinen Mitgliedern durchgeführt. Wie ist das Stimmungsbild? Nun, das Stimmungsbild ist erwartungsgemäß natürlich gedämpft. 85% der 550 Teilnehmer sagen, wir haben hierdurch merkliche oder gar gravierende Belastung. Und insbesondere werden gefürchtet, neben den direkten Folgen, die der eine oder andere vielleicht jetzt schon spürt, die indirekten Folgen. Also was passiert hier eigentlich jetzt geopolitisch und ökonomisch, was auch auf Dauer ein Problem sein wird? Jetzt war die Produktion im Maschinen- und Anlagenbau durch die Lieferkettenengpässe ohnehin schon stark beeinträchtigt teilweise. Jetzt kommt der Ukraine-Krieg dazu. Was zeichnet sich da für ein Bild momentan? Nun, wir werden natürlich auch wiederum mit Lieferkettenengpässen rechnen müssen, aber eben auch aktuell haben wir Handelsprobleme. Ja, wir können nicht unsere Erzeugnisse liefern. Wir haben Sanktionen. Viele halten sich auch zurück. Andere versuchen noch möglichst das auszuliefern, was da ist. Alles das unter den erschwerten Bedingungen. Dazu kommen natürlich die Probleme, die wir ohnehin schon hatten. Sie sprachen es an. Wir haben die Pandemie, die ist noch nicht gelöst. Wir haben Höchstzahlen bei den Infektionen und das ganze Thema der Inflation, also die Gefahr möglicherweise, dass wir auf eine Stagflation hinauslaufen. Das alles zusammen betrachtet, was bedeutet das für die Prognose Maschinen- und Anlagenbau für 2022? Natürlich werden wir die Prognose, die wir im Herbst letzten Jahres aufgestellt haben, ein Plus von 7% für das Jahr 2022 unter diesen Bedingungen nicht halten können. Es hat aber mehrere Facetten. Zum einen war das letzte Jahr schon, vor allen Dingen das letzte Quartal des Jahres 2021, ja, eingeschränkt durch Lieferkettenprobleme. Wir haben eben nicht diesen Wumms noch gehabt zum Ende des Jahres, um eben auch die prognostizierten hohen Zuwachsraten zu erreichen. Wir mussten dann ja auch mit 6,5–7% uns zufrieden geben. Das wirkt sich auch schon allein auf das Jahr 2022 aus. Wir sind einfach von einer niedrigeren Basis ausgestartet. Dazu kommen natürlich die anderen Themen, die wir haben, die belastend wirken. Aber ich denke mir mal, wir werden auch so noch Abschläge machen müssen, auch eben aufgrund der Krise. Die neue Prognose lautet auf 4%. Das Ganze deckt natürlich kein Extremszenario ab. Das kann man im Augenblick eigentlich nicht guten Gewissens sagen, dass es jetzt alle Eventualitäten abdeckt. Das ist so ein Mittelweg, will ich mal sagen. Jetzt hat der VDMA in der Blitzumfrage, die kürzlich durchgeführt wurde, auch gefragt, was sind die Schwerpunkte bei den Lieferkettenengpässen? Was ist da zu nennen? Das sind die Klassiker natürlich. Und da sind noch die neuen Dinge, die jetzt aufgrund der Russland-Krise oder der Ukraine-Krise jetzt hochkommen, noch gar nicht mit drin. Das sind die Chips, das sind Elektronikkomponenten, Steuerung etc. pp. Da erwarten die Firmen eigentlich keine schnelle Lösung, einfach aus strukturellen Gründen. Erst im nächsten Jahr wird sich das Ganze mehr oder weniger so die Hoffnung auflösen. Dazu kommen natürlich dann auch Materialien aus Metallen, Stahl etc. Hier meldet immerhin doch 1/3 der Unternehmen, dass sie da Probleme haben. Das hatte sich ein bisschen verbessert, aber hier haben wir auch zum einen strukturelle Themen in Deutschland, in der deutschen Stahlproduktion etc., mit Blick auf die ganze Energiedebatte, die wir haben. Zum anderen sind Russland, aber auch die Ukraine hier wichtige Zulieferer. Das heißt also, wir haben unsere Probleme nicht nur auf der Exportseite, sondern eben auch auf der Importseite durch den Krieg. An welchen Stellen klemmt es besonders? Nun, es klemmt, wie gesagt, bei den Chips, es klemmt, wie gesagt, bei den Materialien aus Stahl, aus anderen Metallen. Ja, alles andere hat sich so mehr oder weniger zusammengeschaukelt. Mit Blick nach vorne für den Maschinen- und Anlagenbau sind das herausfordernde Zeiten. Aber ja, wieder einmal. Ich meine, die Pandemie ist noch nicht aus der Tür rausgegangen, da steht schon ein neues Problem in der Tür, der Krieg. Und das ist ja, wie gesagt, eine Forcierung der ohnehin schon geopolitischen Risiken, die wir ja schon seit Monaten, ja Jahren haben. Alles das ist natürlich nicht einfach. Wir werden das bewältigen müssen. Im Augenblick geht es natürlich um ganz akute Probleme. Was mache ich mit meinen Mitarbeitern vor Ort? Wen hole ich raus? Wer will überhaupt rauskommen? Wie kriege ich gegebenenfalls noch Lieferungen rein? Oder stoppe ich die ganzen Zulieferungen? Alles das ist sehr betriebsindividuell zu lösen. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Wege. Insgesamt denke ich mir, es ist eine sehr große Herausforderung. Die Maschinenbauer haben leider gelernt, mit solchen Herausforderungen zu leben. Der russische Markt war in den letzten Jahren gar nicht mehr einfach, schon seit der Krim-Krise, ja vielleicht schon vorher. Aber ich bin recht zuversichtlich, dass wir das wieder packen werden. Natürlich sind es Betroffenheiten, die im Einzelfall wirklich erheblich sind. Die Blitzumfrage, gibt sie da aus Unternehmenssicht Zeichen, die Sie positiv deuten?
Nun, der Umsatz, ja, die Umsatzerwartungen sind bei den meisten Firmen doch recht hoch, teilweise zweistellig. Das zeigt eben offenbar, hier ist auch einiges noch in der Pipeline. Das Positive aktuell ist und von dem wir zu zehren hoffen, sind natürlich die Auftragsbestände. Wir haben bedingt durch die Lieferketten die Aufträge gar nicht so schnell abarbeiten können. Dazu kommen dann auch Fachkräftemangel etc. pp. Das wird uns abpuffern und uns vor dem Schlimmsten hoffentlich bewahren. Herr Dr. Wichers, danke für Ihre Einschätzung. Gerne.